Heute zeigen wir euch unseren komplett selbst ausgebauten Camper, in dem wir leben und arbeiten. Dieser Camper war ein echtes Herzensprojekt, von der Planung über den Bau bis hin zum letzten Feinschliff. Wir haben alles selbst gemacht und glaubt uns, es hat sich richtig gelohnt. In diesem Video zeigen wir euch jeden kleinen Winkel unseres Campers. Wir zeigen euch quasi alles, von Bett über Küche, Badezimmer natürlich nicht zu vergessen und auch sehr cleveren Stauraumlösungen. Und später gehen wir dann auch noch auf die technischen Details ein. Also bleibt dran bis zum Schluss. Und vergesst bitte nicht, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben dazulassen und abonniert gerne auch unseren Kanal, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Wir haben uns hauptsächlich für helle Farben entschieden. Unsere kompletten Wände, auch die Küchenzeile ist eigentlich in weiß alles. Und damit das Ganze hier etwas wohnlicher wirkt und gemütlicher, haben wir uns für die Küche, unseren Tisch und diesen Schrank für geölte Eiche entschieden, aber dazu später dann noch mehr. Und genau, durch die hellen Farben wirkt einfach der ganze Raum größer, heller, freundlicher und ja, das Wohngefühl. Wir haben 3 Seitenfenster in unserem Camper eingebaut, 2 kleine auf der linken Seite, ein großes an unserer Schiebetür und hinten über dem Bett haben wir noch ein großes Dachfenster. Und für gute Belüftung haben wir unseren Maxfan Dachlüfter. Mega praktisch fürs Kochen und ja, wenn es richtig heiß ist, für den Durchzug, dass man nachts besser schlafen kann. Bei unserer Schlafmöglichkeit, bei unserem Bett war uns wichtig, dass es ein festes Bett ist, weil wir hatten keine Lust, dass wir quasi jeden Tag das auf- und abbauen müssen. Generell für den Alltag, wenn der eine am Tisch sitzt, kann der andere einfach das Bett als Couch benutzen, wie man das halt zu Hause auch macht, wenn man eine Couch hat. Und genau, deswegen haben wir auch eine feste Sitzecke. Der Tisch ist auch nicht zu verstellen, der ist auch komplett fest so. Und genau, hier unsere beiden Sitzbänke, wo darunter dann auch noch Stauraum sogar ist. Wir haben hier am Bett in unserer Kuschelecke natürlich eine Leselampe noch eingebaut. Und was natürlich auf keinen Fall fehlen darf, in keinem Camper, niemals, unsere Lichterkette. Und wie man vielleicht schon sehen kann, haben wir ein Querbett verbaut. 1,50 breit und 1,95 lang. Am Fußende haben wir dann noch eine Aussparung, dass wir quasi unsere Sitzecke einbauen konnten. Genau, da haben wir unsere Matratze quasi ein bisschen zugeschnitten, dass der Fußraum einfach ein bisschen schmäler ist. Und wir haben auch eine ganz normale Matratze, weil ja, wir wollten einfach den gleichen Komfort wie zu Hause. Deswegen eine ganz normale Bettmatratze. Da unser Tisch hier auch natürlich unser Arbeitsplatz ist, haben wir uns direkt hier eine Steckdose eingebaut. Generelle Ladestation sozusagen. Genau, natürlich auch eine schöne Beleuchtung, weil wenn wir essen, wollen wir auch ein gemütliches Licht haben. Ja, und die haben wir tatsächlich selber gebastelt aus einem Blumentopf. Da wir sehr, sehr oft und gerne kochen, meistens mehrmals am Tag, wollten wir auch eine richtig coole Küche haben und haben uns deswegen für ja, so einen ganzen Küchenblock entschieden und haben hier einen Herd mit 2 Gasfeldern und unsere Küchenplatte, wie vorher schon erwähnt, ist aus geölter Eiche. Was uns mega wichtig war, auch ein großes Spülbecken, weil es ist quasi ja auch irgendwie unser Badezimmer-Waschbecken. Und genau, da ist halt einfach auch eine Pfanne reinpasst zum Abspülen und ja, dann ist es nicht alles so kompliziert. Ja, sogar den Ausschnitt unserer Küchenplatte haben wir dann noch genutzt und zwar als Schneidbrett, was gleichzeitig auch noch hier genau auf die Spüle drauf passt. Und man hat einfach dann noch mehr Platz, mehr Arbeitsfläche, ja, um irgendwas zu schnibbeln und beim Kochen. Genau, zu unserem Küchenstauraum. Wir haben hier oben einmal ein kleines Schränkchen für unser Geschirr. Wir haben sogar ganz normales Geschirr dabei. Wie man sehen kann, funktioniert's. Wir haben das alles schon sehr kompakt hier einsortiert, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir hier noch so schicke Gummilappen. Die stabilisieren das Ganze sehr gut und es ist uns auch noch nichts kaputt gegangen. Kaffee-Equipment haben wir hier auch noch und genau, unser ganzes Geschirr. Natürlich Besteckschublade. Und hier unten haben wir dann hauptsächlich Lebensmittel drin. Wir wollten natürlich auch ein praktisches Mülleimersystem. Deswegen haben wir uns das hier unten einfach ganz normalen Mülleimer rein. Unser Kühlschrank ist hier, glaube ich, so eins unserer Lieblingsteile. Der ist nämlich ziemlich groß für einen Camper-Kühlschrank. Hat 82 Liter und dann noch ein 7 Liter Gefrierfach. Weil wir essen nämlich sehr viel und sehr gerne. Und wie ihr wahrscheinlich schon entdeckt habt,
Das darf auch niemals in einem Camper fehlen, ein schickes Gewürzregal. Natürlich haben wir auch hier in unserer Küche eine kleine Deko und haben uns hier so ein kleines Plätzchen geholt. Und was Praktisches auch noch dazu, haben wir ewig lang rumüberlegt und rumgesucht, wie wir unsere Zeberrolle befestigen. Das ist unsere Lösung. Einfach 2 Haken, Schnur, fertig. Wahrscheinlich unser liebstes Teil in der Küche. Wir haben unseren Milchaufschäumer natürlich dabei, weil wir lieben Cappuccino am Morgen. Und der ist hier ganz praktisch in unserer Schublade. Ja, nimmt nicht so viel Platz weg. Der steht quasi immer fest in der Schublade. Und von daher braucht man dann auch nicht immer großartig irgendwie aufbauen oder abbauen. Stecker rein und fertig. Wie ihr schon gesehen habt, haben wir uns eine Trennwand eingebaut und zwar aus verschiedensten Gründen. Ja, zum einen Privatsphäre. Der Raum ist einfach geschlossen, von vorne kann keiner reinschauen. Dann natürlich temperaturtechnisch. Das Fahrerhaus lässt sich ja schlecht dämmen. Es gibt zwar dann so Matten, die man quasi an die Scheiben befestigt, aber das war für uns jetzt irgendwie nicht so praktisch. Und jedes Mal, wenn man Stellplatz wechselt, muss man das Ganze auch wieder auf- und abbauen. So ist es einfach geschlossen. Und ja, wenn es kälter ist und man die Standheizung anhat, wird auch alles schneller warm. Es bildet sich auch kein Kondenswasser. Ja, und wenn man unterwegs ist beim Fahren, vorne ist einfach geschlossen, deswegen funktioniert die Klima dann natürlich auch besser und schneller, weil der Raum ja viel kleiner ist. Für mich der größte Aspekt, es wirkt einfach wie ein komplettes Zimmer. Also man hat ja nicht dieses Auto-Feeling, sondern der Raum ist zu und es ist einfach wie ein kleiner Raum. Natürlich hat das Ganze auch einen Nachteil, für uns aber nur dieser eine Punkt, und zwar, dass wir halt die Sitze vorne nicht nutzen können. Aber ja, die Vorteile haben überwiegt und deswegen ist vorne eher unsere Wäsche- und Müllablage. Wir haben uns hier aber dafür noch so eine kleine Tür eingebaut, weil dann kann man nämlich trotzdem ganz sneaky nach vorne ins Fahrerhaus. Tada! Und wir haben den Platz noch genutzt hier, um auch einen Spiegel aufzuhängen. Das war mir nämlich auch wichtig. Für die täglichen Outfit-Checks natürlich. Das Ganze bietet hier eigentlich auch noch zusätzlichen Stauraum. Wir haben die Trennwand nämlich nach unten hin abgeschrägt sozusagen und haben uns hier dann noch hier so ein cooles Schuhregal eingebaut, was nicht nur ein Schuhregal ist, sondern ja, hier Allround Regal würde ich sagen. Also Schuhschrank, hier unten haben wir dann tatsächlich fast alles mit Schuhen voll. Bisschen Küchenstuff haben wir noch und ja, noch mehr Küchenstuff und genau, eigentlich so fast unsere kompletten Hygieneartikel eigentlich. Genau. Hier haben wir noch eine Ablage, kleines Regal für ja, Schmuck, Deko, Krempel. Hier haben wir auch noch ein bisschen Deko natürlich, selbst gebastelt sogar, aus Griechenland vom Strand. Hier auch noch so eine schicke Beleuchtung. Und da hängt auch immer ganz viel Stuff von mir. Haargummis, Sonnenbrillen, lauter Schnickschnack halt. So, jetzt zu unserer Dusche, beziehungsweise zu unserem kompletten Badezimmer. Sehr wichtiges Thema im Camper. Ja, wir haben lange überlegt, wie wir das Duschthema angehen. Wir wollten erst eine Dusche, die man jedes Mal auf- und abbauen muss, irgendwie zum Beispiel aus der Sitzbank raus. Aber wir haben uns dann tatsächlich doch für eine feste Dusche entschieden. Hat mehrere praktische Gründe. Es steht auch unsere Trockentrenntoilette drinnen. Ja, somit haben wir dann einfach auch gleich mehr Privatsphäre bei den wichtigen Geschäften. Wir haben auch gleichzeitig hier einige Haken für Handtücher oder wenn meine Klamotten nass sind, Badesachen einfach zum Aufhängen. Dann kann das hier alles trocknen in Ruhe und ja, hängt nicht irgendwie im Weg rum. Genau, wir haben auch hier so einen richtigen Duschvorhang. Den haben wir uns quasi zurechtschneidern lassen und natürlich auch eine Beleuchtung sogar. Ja, Toilettenutensilien, steht alles hier im Badezimmer. Genau, den Platz für unser Bad haben wir deswegen hier direkt hinterm Fahrersitz ausgewählt. Wir wollten das nämlich nicht wie bei den fertig ausgebauten Campern, da ist die ja meistens irgendwie mitten im Raum. So nimmt die einfach viel weniger Platz weg, beziehungsweise ist einfach der ganze Raum größer, man hat mehr Platz, mehr Bewegungsfreiheit und das war uns wichtig. Da wir ja Vollzeit im Van unterwegs sind, war uns viel Stauraum sehr, sehr wichtig. Deswegen geht's hier los mit unseren Kleiderschränken. Jeder hat hier einen Schrank für sich. Ja, es sieht eigentlich ziemlich klein aus, aber eigentlich passt tatsächlich echt viel rein. Und bei mir ist es natürlich auch immer ordentlich. Im Vergleich zum Matzes Schrank. Hier sind unsere Hauptklamotten drin.
Und im Kofferraum hat jeder auch noch mal eine Box, aber das seht ihr dann nachher gleich noch. Hier haben wir noch so kleine Hängeschränke. Da haben wir ja lauter so Kleinigkeiten drin. Von Büchern bis, ja, hier natürlich auch so in Kisten sortiert. Dann findet man alles besser. Fernglas, Campinglampe. Dann haben wir hier unsere Elektrik sozusagen. Ja, haben wir ein paar mehr USB-Stecker. Ladestationen sozusagen, weil wir doch gemerkt haben, dass man schon oft mal gleichzeitig mehrere Sachen laden muss. Deswegen ist das auf jeden Fall schon mal sehr praktisch. Ist auch deswegen sehr praktisch, dass es im Schrank ist. Erstens mal nervt's nicht und liegt irgendwo rum und wir können halt auch während der Fahrt einfach alles aufladen. Ja, hier nicht so spannend. Hier habe ich die Ehre, noch ein eigenes Fach zu haben. Unterwäsche. Hier haben wir noch unseren Schlund. Über dem Fahrerhaus quasi, großer Stauraum eigentlich noch. Ja, es sieht zwar auch ziemlich eng aus, aber da passt auch einiges rein. Genau, hier haben wir eigentlich so ein bisschen größere, sperrigere Sachen drin oder was man halt doch täglich braucht, sowas wie Musikbox oder Klopapier, ja, ein paar kleine Sportgeräte oder sowas eben, Handtücher, das wird dann immer alles hier oben reingestopft sozusagen. So, hier haben wir noch unser sneaky Geheimfach und zwar geht das hinter die Dusche rein. Hier war genügend Stauraum noch und ja, dann haben wir überlegt, was machen wir da? Genau, hier haben wir dann noch Spiele, Sonnencreme und so. Das haben wir uns dann irgendwie so im Laufe der Zeit haben wir geguckt, was da am besten reinpasst. Und es ist jetzt sozusagen unser Spieleschrank. Hier haben wir jetzt eigentlich sozusagen unseren größten Stauraum. Hier haben wir uns für die Euroboxen entschieden. Die haben eine super Größe, passt perfekt bei uns rein. Genau, das Ganze ist hier auf einem Schwerlastauszug. Ist dann praktisch einfach hier einmal zum Rausziehen. Und ja, hier haben wir halt einfach komplette Vorräte von Hygieneartikel, Essensvorräte, Lebensmittel eben. Jeder von uns hat dann auch noch so eine Kleidungsbox, wo dann einfach Reserveklamotten drin sind und Waschmittel und ja, alles, was man halt immer so braucht. Genau, dann haben wir hier hinten noch ein Klappfahrrad dabei und unseren E-Scooter. Weil wir wollen ja auch ein bisschen mobil sein und ja, man will ja auch nicht immer mit dem Camper quasi seinen Platz verlassen, wenn man mal kurz zum Supermarkt fährt oder ja, mal ins nächste Dorf. Deswegen haben wir hier unsere Gefährte dabei, was auf jeden Fall schon als sehr praktisch sich erwiesen hat. Ja, natürlich noch Sitzgelegenheiten für draußen, Campingtisch, Campingstühle. Ja, wobei wir die tatsächlich nicht so oft benutzen. Geht ja eigentlich nur eher auf den Campingplätzen, also ja, und da sind wir nicht oft, also wenn dann mal eine Nacht. Ja, von dem her sind wir tatsächlich am Überlegen, ob wir die überhaupt weiterhin mitnehmen sollen, weil man den Platz halt einfach auch anderweitig nutzen könnte. Genau, wir haben nämlich auch noch einen Sub dabei und in naher Zukunft werden wir vielleicht richtige Kiter und brauchen dann natürlich auch Equipment. Ja, von dem her überlegen wir, ob wir uns das einfach mal austauschen. Hier haben wir noch eine Außendusche verbaut. Ist mega praktisch, vor allen Dingen, wenn man am Strand unterwegs ist. Genau, jetzt abduschen oder hier mal die dreckigen Füße waschen. Ja, und wie man sehen kann, ist hier noch viel mehr Stuff. Ja, aber zur Technik wird euch auf jeden Fall der Matze jetzt gleich dann noch mehr erzählen. So, ich darf euch jetzt was über die Technik erzählen. Wir haben einen 6 Meter Ducato. Das ist deswegen praktisch, weil man damit relativ einfach noch einen Parkplatz bekommt und das Heck nicht so weit übersteht. Was auch sehr sinnvoll ist, vor allem in Griechenland, wenn sehr steile Auffahrten drohen, sage ich jetzt mal, dann sitzt man nicht so schnell auf. So, wir haben das ganze Auto rundherum mit 19 mm Armaflex gedämmt. Ganz einfach, dann wird es nicht so heiß im Auto, wenn die Sonne drauf scheint und im Winter wird es nicht so kalt. Gegen die Kälte haben wir auch noch eine Dieselstandheizung eingebaut und zwar die Autotherm 2D. Die ist wirklich richtig effizient. Auf kleinster Stufe braucht die nur 0,1 Liter Diesel pro Stunde. Die kleinste Stufe reicht auch wirklich, auch bis weit unter 0 Grad, weil wir das Auto eben gedämmt haben. Hier ist das Einstellungspanel für die Dieselstandheizung und wir haben im Auto mehrere Luftauslässe verteilt. Zum Beispiel unter der Sitzecke, so hat man immer warme Füße. Dann haben wir noch einen in der Dusche, das ist sehr praktisch, weil so trocknet sich die Dusche quasi fast von selbst. Und dann haben wir noch einen am Fußende und zwar in der Nähe von der Tür. Das ist sehr angenehm, weil die Tür lässt sich wirklich sehr schlecht dämmen und sonst hat man da hinten so eine kalte Ecke und dadurch wird es viel angenehmer. Die Standheizung ist hier unter der Sitzbank eingebaut und hier ist der Lufteinlass. Das hat den ganz einfachen Grund, dieser ganze Kasten ist gedämmt. Und damit die Standheizung nicht überhitzt, kühlt sie sich selber über ihre eigene Ansaugluft. Das ist ein richtig geiler Tipp.
das so einzubauen, denn so ist sie deutlich leiser. Die heiße Luft strömt hier rüber zu dem anderen Sitz und unter dem anderen Sitz ist nämlich unser Warmwasserboiler. Das schaut jetzt relativ wüst aus. Das ist ein 10 Liter Wasserboiler. Durch den strömt die heiße Luft von der Standheizung und erwärmt passiv Wasser. Somit können wir dann auch warm duschen und haben auch in der Küche warmes Wasser zum Spülen. Das ist richtig praktisch, im Winter zumindest. Im Sommer benutzen wir die Standheizung ja eher weniger. Aber auch für den Sommer haben wir eine Lösung, dazu später mehr. Die Heißluftrohre schauen jetzt relativ wüst aus und machen ganz schön viele Kurven. Das soll man ja eigentlich nicht so machen, wenn man sowas verbaut. Für uns funktioniert das bisher aber so tadellos und ohne Einschränkung. Auch auf stärkster Stufe von der Standheizung gibt's keine Aussetzer oder so. Man muss darauf achten, dass die Luft möglichst widerstandslos durch die Kurven kommt und dann funktioniert das auch. Wir haben einen 120 Liter Frischwassertank über dem rechten Radkasten. Den Wassertank können wir von außen befüllen. Das ist total angenehm, weil so kann man einfach den auch überlaufen lassen, ohne dass man Angst haben muss, dass im Auto irgendwas nass wird. Knapp vor der Hinterachse sitzt unser 75 Liter Grauwassertank. Es ist wichtig, dass der Grauwassertank nah an der Hinterachse ist, denn so verliert man weniger Bodenfreiheit. Wir haben uns für eine Tauchpumpe entschieden. Zum einen ist es viel einfacher, eine Ersatzpumpe im Ausland zu bekommen. Und zum anderen, wenn es eine Leckage gibt bei irgendeiner Leitung, dann ist es nicht so ein Riesenproblem wie bei einer Druckpumpe, denn die pumpt einen sonst das Auto voll. Die Tauchpumpe hat natürlich auch einen Nachteil, denn man muss spezielle Armaturen verwenden, die einen Schalter integriert haben, sonst funktioniert das nicht. Das ist ja gar kein Mikrofon. Wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare damit und ihr könnt uns auch gerne auf Instagram anschreiben. Da posten wir tagesaktuell immer neue Sachen und auch wo wir gerade unterwegs sind. Vielleicht trifft man sich ja mal. Den Wasserboiler, den wir vorher schon gesehen haben, lässt sich auch mit Strom betreiben. Und zwar haben wir einen Heizstab eingebaut mit 500 Watt, der auf 220 Volt läuft. Und hier haben wir einen Kippschalter. Wenn man den einmal drückt, dann ist der Heizstab 15 Minuten aktiv und man hat heißes Wasser und kann duschen. Der Kippschalter ist mit einem Zeitrelais verbunden, was nach 15 Minuten selbstständig abschaltet. Das haben wir gemacht, falls man das mal vergisst, saugt einem der Boiler nämlich sonst die Batterie leer, was nicht so geil ist. Für das alles braucht man natürlich Strom und zwar reichlich. Und dafür haben wir zweimal 220 Volt Solarpaneele auf dem Dach. Die Paneele haben wir auf Schienen montiert und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen lassen sich die Paneele so deutlich einfacher austauschen, wenn mal was kaputt ist. Außerdem weht hier so ein bisschen Luft unter den Paneelen durch. Dadurch werden die Paneele an sich nicht so heiß. Dadurch können sie effizienter arbeiten und außerdem wird es im Auto nicht so warm, weil das Fahrzeugdach im Schatten liegt. So, ich habe mich jetzt mal in unsere Garage reingesetzt, dann kann man das nämlich alles ein bisschen besser herzeigen. Hinter dieser Tür verbirgt sich ein Großteil unserer gesamten Elektrik. Das Ganze schaut jetzt ganz schön wüst aus, aber ich erkläre es jetzt trotzdem mal in ein paar kurzen Sätzen. Herzstück ist unsere 280 Ampere-Stunden Lithium-Batterie. Das war ein Bausatz. Kann ich schwer empfehlen, ist auch gar nicht so schwierig zusammenzubauen. Da ist dann noch ein Batteriemanagement dabei und eine ganz detaillierte Anleitung, wie man das zusammenbaut. Die hält wirklich sehr lang, damit kommen wir locker mal 5-6 Tage durch, auch wenn wir gar keine Sonne haben, gar keine Einstrahlung. Das ist unser 1000 Watt Wechselrichter. Den brauchen wir eben für die ganz normalen Schuko-Steckdosen, also die Steckdosen, die man auch im Haushalt kennt. Den Wechselrichter haben wir mit einem Schalter vorne im Fahrzeug gekoppelt, so dass man den von vorne einfach jederzeit an- und ausschalten kann, denn selbst im Eco-Modus verbraucht der konstant Strom und so kann man dann noch mal ein bisschen mehr Strom sparen. Hier sieht man auch gleich mal, wie dick die Kabel sein müssen, damit das alles funktioniert, denn Gleichstrom verhält sich ganz anders als Wechselstrom. Da braucht man einen entsprechenden Kabelquerschnitt je nach Leistung und Länge des Kabels. Hier ist unser Ladebooster, der hängt an der Lichtmaschine vom Auto und damit können wir auch unsere Batterie laden. Um den fern zu bedienen, habe ich vorne beim Fahrer einen Schalter installiert, um den jederzeit auch während der Fahrt ein- und ausschalten zu können. Rückblickend betrachtet würden wir den nicht mehr einbauen, denn mit dem Solar auf dem Dach sind wir voll gut versorgt und eigentlich ist der überflüssig. Man muss auch dazu sagen, bei Euro 6 Fahrzeugen ist es nicht ganz so einfach, denn die sind so stark optimiert. Die Lichtmaschine ist eine sogenannte intelligente Lichtmaschine und läuft nicht ständig. Da haben viele Leute Probleme mit. Ich habe dazu einen Artikel in unserem Blog geschrieben, wie man damit umgeht und auch eine Lösung gefunden. Hier hinten sieht man den Eingang von der Außensteckdose vom Landstrom und das ist das entsprechende Ladegerät dazu. Somit können wir unser Auto auch an einer ganz normalen Steckdose anstecken, um die Batterie aufzuladen. Das haben wir ebenfalls bisher sehr, sehr selten verwendet, ehrlich gesagt. Die 440 Watt Hochleistungspaneele auf dem Dach haben bisher immer ausgereicht. Also da ist auf jeden Fall Einsparpotenzial. Das würden wir zukünftig nicht mehr einbauen. Das ist unser Solarladeregler. Da hängen die Solarpaneele dran in Reihe. Da gibt es ja auch verschiedenste Auffassungen, ob man die jetzt in Reihe schalten sollte oder nicht. Wir haben sie in Reihe geschaltet, denn unsere Solarpaneele haben sogenannte Trennrelais. Das heißt, selbst wenn ein Teil oder ein ganzes Panel im Schatten liegt, liefert das andere immer noch richtig viel Strom. Und
so kommen wir auch immer auf die Mindestspannung für die Wandlung. Also meine Empfehlung ist in Reihe schalten, so spart man sich auch einiges an Kabel und das macht das alles ein bisschen einfacher. Wir haben ja zwei 220 Volt Stromkreise im Auto, einmal den vom Landstrom und einmal den vom Wechselrichter. Und damit das alles auch sicher ist, haben wir jeweils einen FI- und Leistungsschutzschalter installiert. Was kann man hier noch sehen? Jede Menge Sicherungen, Verteilerkästen, einen Generalschalter, um die Batterie abzutrennen. Was auch noch interessant ist, hier ist das Zeitrelais für den Wasserboiler, welcher eben nach einer vorgegebenen Zeit automatisch abschaltet und ich von vorne bedienen kann. Richtig praktisch ist auch diese Steckdose in der Garage. Somit können wir hier auch in der Heckgarage Sachen aufladen, wie zum Beispiel unseren E-Scooter, sodass wir immer einen vollen E-Scooter haben, wenn wir ihn brauchen. Im Camper läuft eigentlich alles mit 12 Volt, also alle USB-Buchsen, alle Lichter. Auch der Kühlschrank läuft mit 12 Volt. Das hat den Grund, der Wechselrichter hat immer einen Leistungsverlust und so sparen wir natürlich nochmal zusätzlich Energie. Hier ist der Kippschalter, um den Wechselrichter anzuschalten, für zum Beispiel den Wasserboiler oder auch wenn wir Laptops aufladen müssen. Oder auch wenn wir mal einen anderen Camper aufladen. Das kam nämlich auch schon vor, dass wir anderen Campern mit dem Strom ausgeholfen haben. Wo ist denn das? Ich weiß nicht, wo die Teile sind, aber das Problem habt ihr nicht, denn wir haben viele Teile in der Videobeschreibung von diesem Video verlinkt. Da könnt ihr nachschauen, wie die Teile heißen und wo wir sie herhaben, wie zum Beispiel unsere Lichterkette. Hier ist unser Gaskasten, wie ich vorher schon gezeigt habe. Da ist unsere 11 Kilo Gasflasche drin. Die Gasleitung zu verbauen war tatsächlich eine der größten Herausforderungen, denn sowas habe ich vorher noch nie gemacht und die Stahlrohre in die richtige Richtung zu biegen und sie dann auch noch in das Fahrzeug reinzubekommen, das war wirklich nicht so ganz einfach. Deswegen waren wir dann auch noch bei der Gasprüfung, damit wir auch sicher sein können, dass das alles dicht ist, weil, ja, habe ich vorher noch nie gemacht und da wollten wir einfach sicher gehen, dass das alles passt, dass da nochmal ein Profi drüber schaut. Die Gasleitung verläuft in Rohren entlang des Fahrzeugs hier an der Elektronik vorbei. Und dann geht's zur Küche. Zur Sicherheit haben wir 2 Gasmelder im Auto. Und zwar einen direkt unter der Decke und einen haben wir unten hinter den Schubladen. Das hat den ganz einfachen Grund. Verschiedene Gase sind verschieden schwer. Das Gas aus unserer Gasflasche ist schwerer als Luft und setzt sich am Boden ab. Normalerweise sollte es durch den Gaskasten entweichen, aber man weiß ja nie so genau. Und deswegen der Gasmelder in Bodennähe. Und bei anderen Gasen wie Verbrennungsgasen, Kohlenmonoxid und solchen Geschichten, die steigen eher auf. Und das ist der Grund, warum man eigentlich immer 2 Gasmelder im Auto einbauen sollte, sofern man mit Gas kocht. Wir wissen, dass die Gasmelder wirklich zuverlässig funktionieren. Denn, naja, wenn man in der Nähe ist und man lässt einen fahren, dann geht mitunter der Gasmelder auch schon mal an. Apropos Sicherheit. Wir haben ein paar Sachen im Auto eingebaut, um die ganze Geschichte hier ein bisschen sicherer zu machen. Und zwar haben wir an der Hecktür eine relativ simple Lösung gefunden. Das sind im Prinzip 2 Winkel, die exakt auf die vorhandenen Schrauben passen. Und man kann hier ganz einfach so einen Splint durchstecken und schon kommt keiner mehr von außen rein. Die Fahrer- und Beifahrertür haben wir gesichert und zwar mit solchen Schlössern, die man hier einfach draufbauen kann. Damit lässt sich das Auto von innen relativ simpel verriegeln. Alle Türen sind jetzt gesichert, außer die Schiebetür. Aber da gibt es auch eine ganz einfache Lösung für. Und zwar haben wir einfach ein Loch in die Edelstahlschiene von der Schiebetür gebohrt und mit einem ganz normalen, handelsüblichen Vorhängeschloss lässt sich die Tür verriegeln. Die Fahrertür beim Ducato ist eine Schwachstelle. Ich will ja gar nicht zu sehr aufs Detail eingehen, warum, weshalb. Es gibt eine Platte, die man von innen gegen das Schloss schraubt und schon gibt es das Problem nicht mehr. Viel mehr will ich dazu gar nicht sagen. Das Ganze hindert natürlich niemanden daran, einfach ein Fenster einzuschlagen. Dafür haben wir eine Alarmanlage, wo wir auch eine Meldung am Handy bekommen, wenn am Auto was passiert. Am Ende des Tages geht es bei den ganzen Maßnahmen darum, Zeit zu schinden. Wenn jemand wirklich rein will, kommt er rein. Aber wir wollen es den Leuten eben nicht zu leicht machen. Wir arbeiten ja im Van Vollzeit und haben deswegen auch unsere Laptops dabei. Und dafür haben wir nochmal einen Tresor im Auto, der ist mit dem Fahrzeug verschraubt. Da tun wir unsere Wertsachen rein, sollte wirklich mal was passieren. Da ist noch so ein Ding, was wir uns hätten sparen können. Die Markise. Die ist zwar echt geil, aber wir stehen ja sehr selten auf Campingplätzen und wenn man frei steht, dann will man die nicht rausfahren, beziehungsweise wenn man die rausfährt, dann ist es gleich Campingverhalten, was natürlich nicht erlaubt ist in den meisten Ländern. Der Einsatz war bisher recht überschaubar. Das hätte uns einiges an Gewicht gespart und auch Kosten, aber so ist es nun mal. Lehrgeld bezahlt, vielleicht baue ich die mal wieder ab, mal schauen. Apropos Kosten. So, was hat das alles gekostet und wie lange hat es gedauert? In der heißen Phase habe ich ungefähr 3 Monate gebaut, 8 Stunden am Tag, zusätzlich zur normalen Arbeit selbstverständlich. Das heißt 8 Stunden arbeiten im Büro, 8 Stunden am Van arbeiten, 8 Stunden schlafen.
Ich habe dann eine kleine Pause gemacht und dann ungefähr nochmal 2 Monate nicht ganz so intensiv drangehängt. Das heißt in Summe 4 bis 5 Monate, je nachdem, wie schnell man vorankommt. Man muss dazu sagen, die meiste Zeit sitzt man einfach da und überlegt, wie macht man dieses oder jenes jetzt oder recherchiert, wie man was baut oder misst aus und so weiter. Die eigentliche Arbeit dauert dann gar nicht so lang. Aber wie gesagt, Planung ist die halbe Miete. Man sollte auf jeden Fall keine 2 linken Hände haben, denn mit den unterschiedlichen Gewerken wie Wasser, Gas, Strom, Holzarbeiten, das ist schon wirklich intensiv, sich da reinzuarbeiten, vor allem bei Themen, die man vorher noch nie gemacht hat, wie eine Gasleitung verlegen oder auch eine relativ komplexe Elektronik. Deswegen haben wir uns dann nochmal eben fachmännische Hilfe dazu geholt. Zwar einmal beim Gas, da haben wir eine Gasprüfung machen lassen, zum Prüfen, ob die Leitung wirklich dicht ist. Das ist auch je nach Bundesland, bin ich mir nicht ganz sicher, Anforderung für den TÜV, für die Ummeldung zum Camper eben. Und bei der Elektrik ebenfalls, gerade mit den 220 Volt Geschichten, das ist ja nicht ganz ungefährlich. Und da hat dann nochmal ein befreundeter Elektriker drüber geschaut, ob das alles in Ordnung ist, ob wir das alles richtig gemacht haben. Weil, da kann auch viel passieren. Wie schon gesagt, wir haben beim TÜV das Auto zum Camper ummelden lassen. Hauptsächlich wegen Versicherung, weil die dann eben deutlich günstiger ist. So, nun zu den Kosten. Nimmt man das Auto mal außen vor, haben wir ungefähr 20.000 € für das ganze Material ausgegeben. Dazu ist zu sagen, ein Großteil entfällt tatsächlich auf die Elektrik. Wir haben auf hochqualitative Komponenten Wert gelegt, denn wir sind Vollzeit im Camper unterwegs und da ist wenig Spielraum für Fehler. Die Sachen müssen einfach funktionieren. Und weil es quasi wie unsere Wohnung ist, haben wir da auch erstmal nicht versucht, groß Geld zu sparen. Wie schon gesagt, den Ladebooster und das Ladegerät hätten wir uns sparen können. Genauso die Markise, die auch sehr teuer ist, muss man wirklich dazu sagen. Das waren auf jeden Fall Fehlinvestitionen. Das hätten wir anders gemacht. Das ist wirklich viel Geld und die Arbeit ist auch wirklich nicht zu unterschätzen. Man muss dazu sagen, der Ausbau hat mir persönlich wirklich viel Spaß gemacht. Man lernt wirklich enorm viel bei so einem Ausbau von einem Camper wegen den unterschiedlichen Gewerken. Das macht wirklich Spaß, mit Holz zu arbeiten und so einen Camper auszubauen. Die Möbel sind alle gebaut mit Birke Multiplex. Wir sind trotzdem mit voller Beladung, mit vollem Wassertank unter den 3,5 Tonnen geblieben. Es gibt auch Pappelsperrholz, was etwas leichter ist. Allerdings ist das in der Verarbeitung nicht ganz so einfach, denn das ist nicht so stabil, da reißen Schrauben leichter aus und man kann auch so mit dem Fingernagel mal eben eine Macke reindrücken. So, wir hoffen, euch hat unsere Roomtour gefallen. Vielleicht hat sie den einen oder anderen sogar ein bisschen inspiriert. Und schreibt auch gerne in die Kommentare, wie euch unser Ausbau gefällt, beziehungsweise was euch am besten gefällt. Und schreibt uns auch gerne Nachricht, falls ihr noch was wissen wollt. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und gute Fahrt. Und gute Fahrt.